Wer eine Anlage hat, der möchte gut Musik hören, da sind wir uns wohl alle einig. Doch das HiFi-Herz sehnt sich bei vielen nach mehr als nur gutem Klang. Man will sich schließlich auch an elegantem Design und aufwendiger Technik erfreuen können. Und wenn wir ehrlich sind, ist eine schöne Anlage etwas, was man auch gerne mal vorzeigt. Gerade im High-End-Bereich zählt einfach mehr als nur die reine Wiedergabe. Und genau solche Ansprüche möchte AVM mit seiner Ovation-Line bedienen. Die Top-of-the-Line-Serie der badischen Manufaktur bietet packende Performance mit dem gewissen Etwas. Das zeigt sich wunderbar beim Streaming DAC SD 8.3 und den beiden Mono-Endstufen MA 8.3. Was dieses Referenz-Setup so besonders macht, zeige ich euch jetzt bei Light Compact. Schon vor dem Auspacken der 3 Ovation-Line-Geräte hat man das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu erhalten. Statt in schnöden braunen Pappkartons werden die Referenzkomponenten nämlich in soliden Flight-Cases transportiert. Einmal aufgestellt, bieten der Streaming DAC und die Endstufen dann das typische AVM-Design, das mit gerader Linienführung und zeitloser Eleganz aufwartet. Dabei zeichnen sich die Komponenten außerdem durch ihre wunderbar hochwertigen Materialien aus. Die Gehäuse bestehen aus soliden Aluminiumteilen, die teilweise beinahe 2 cm Stärke aufweisen. Für den zusätzlichen Touch an Klasse bieten Endstufen und DAC außerdem eine Reihe verchromter Funktionstasten. Beim SD 8.3 werden diese dann noch mit 2 riesigen glänzenden Drehreglern kombiniert. Der Streaming DAC ist das Zentrum der Ovation-Anlage. In einem System werden hier ein hochwertiges Quellgerät, ein Digital-Analog-Wandler und ein analoger Vorverstärker kombiniert. Für die netzwerkbasierte Wiedergabe setzt AVM seine hauseigene Xstream Engine ein. Neben Netzwerkspeichern und angeschlossenen USB-Festplatten bietet diese auch Zugriff auf eine Reihe von Online-Diensten. So sind die Kataloge von Qobuz, Tidal und Hi-Res Audio ebenso verfügbar wie Spotify Connect oder Internetradio und Podcasts von Arable. Gesteuert wird dies alles mit der kostenlosen RCX-App von AVM. Genau wie die Geräte selbst ist auch sie ansprechend und geradlinig designt, was schnell eine intuitive Bedienung ermöglicht. Daneben kann der SD 8.3 aber auch mit AirPlay 2 und dem Musikprogramm Roon genutzt werden. Zusammen mit anderen AVM-Geräten mit Xstream Engine lässt er sich außerdem in einem Multiroom-System einsetzen. Zusätzlich zu seinen Streaming-Fähigkeiten kann der SD 8.3 auch mit externen Quellgeräten verwendet werden. Auf digitaler Seite bietet das Gerät dafür neben USB- und SPDIF-Eingängen auch Bluetooth und sogar einen AES-EBU-Stecker. Die interne Wandlerplattform des Streaming DAC erfüllt dabei höchste Ansprüche. Aufnahmen mit bis zu 384 kHz oder auch DSD 128 stellen hier keinerlei Probleme dar. Dazu verfügt das System sogar über eine gut funktionierende Upsampling-Funktion, um auch niedrig aufgelöster Musik mehr Tiefe zu verleihen. Analoge Systeme bedienen sich hingegen der symmetrischen oder unsymmetrischen Eingänge. Damit man bei der Vielfalt an Optionen letztlich nicht den Überblick verliert, lassen sich alle Eingangsnamen individuell anpassen. Neben seiner hohen Wertigkeit und Flexibilität überzeugt der SD 8.3 auch mit seiner feinen Technik. Damit die clevere Elektronik aber hier nicht zum trockenen Gesprächsstoff wird, präsentiert AVM gekonnt sein Handwerk. Durch ein Fenster im Gehäusedeckel lassen sich die hochwertig bestückten Platinen betrachten. Besonderes Highlight ist hier klar die Ausgangsstufe des SD 8.3, bei der eine extra beleuchtete Röhre zum Einsatz kommt. Viel Wert wurde auch auf eine gute Stromversorgung gelegt, die beinahe den gesamten vorderen Teil des Gehäuses einnimmt. Baulich getrennt beliefern die Trafos dann die einzelnen Sektionen separat mit Energie. AVM setzt außerdem auf einen modularen Aufbau. So kann ein Gerät auch nach einigen Jahren Betrieb mit wenig Aufwand auf den neuesten Stand gebracht werden. AVMs aktuelle Streaming-Systeme wie der SD 8.3 vereinen gekonnt hohen technischen Anspruch mit ausgezeichneter Funktionalität. Doch gerade Verstärker sind schon seit der Gründung der Firma vor mehr als 35 Jahren das Steckenpferd des Herstellers. So basieren selbst die 8.2 Verstärker noch grundlegend auf einem bewährten Design von 1998. Und auch bei den aktuellen Ovation MA 8.3 bleibt diese Tradition erkennbar, selbst wenn die neuen Modelle nun auf eine völlig andere Architektur setzen. Denn auch mit dem Einzug des neuen Hybridkonzepts stehen beim Klang immer noch Natürlichkeit und Musikalität im Vordergrund. Und an einem mangelt es einem AVM-Verstärker niemals: Leistung. Ein Set MA 8.3 besteht aus 2 einzelnen Endstufen, die jeweils einen Lautsprecher antreiben. Jedes der Referenzgeräte generiert dafür eine Leistung von mehr als 1000 Watt pro Kanal.
Schallwandler jeder Art und Größe können also problemlos mit AVMs Verstärkerflaggschiffen kombiniert werden. Die MA8.3 sind dabei für verschiedene Impedanzen ausgelegt. Neben den HiFi-Standards 4 und 8 Ohm sind sie sogar bei nur 2 Ohm Widerstand laststabil. Dazu kann die Leistungsanzeige auf dem Display passend zur Impedanz eingestellt werden, um den richtigen Wert anzuzeigen. Sollte der blaue Schimmer der Anzeige im Hörraum stören, lässt sich das Display bei Bedarf auch abschalten. Die Endstufen können wahlweise per Kinch oder per XLR mit Signalen versorgt werden. Nutzt man die MA8.3 mit anderen Geräten des Herstellers zusammen, lässt sich im Menü außerdem einstellen, ob sie sich bei anliegendem Signal selbst einschalten sollen. Mit der Eingangsstufe kommt dann das neue Konzept der aktuellen Modellgeneration zum Tragen. Hier sitzen 2 von AVM selbst entwickelte Röhren, die die Signale für die Verstärkung vorbereiten. Zum Anschluss der Lautsprecherkabel stehen auf der Rückseite dann herrlich feste Schraubklemmen zur Verfügung, die ebenfalls eigens für die badische Manufaktur gefertigt werden. Nun sind 1000 Watt Leistung heute prinzipiell keine Seltenheit mehr. Doch anstelle der mittlerweile herkömmlichen Class D-Verstärker setzt AVM hier eine audiophile Schaltung nach Class AAB ein, um einen möglichst natürlichen Sound zu erhalten. Erreicht wird die enorme Leistung der Endstufen mit jeweils 48 Hochstummtransistoren pro Gerät. Diese sind in direkter Nähe der riesigen Kondensatoren verbaut, um die Signalwege besonders kurz zu halten. Insgesamt bietet jede Endstufe damit eine Kapazität von sagenhaften 400.000 Mikrofarad. So lässt sich jede noch so große Leistungsspitze locker abfangen. Für einen optimalen thermischen Ausgleich sitzen Transistorbänke und Kondensatoren letztlich an enormen Kühlkörpern, die die entstehende Wärme nach außen ableiten. In Sachen Präsentation gehen AVMs größte Verstärker dann noch einen Schritt weiter als der Streaming DAC. Genau wie das Quellgerät stehen auch die Endstufen in klassischem Silber oder einer schwarz eloxierten Version zur Verfügung. Dazu gibt es die bekannten üppigen Materialstärken und beste Verarbeitung. Aber erst beim Anblick von oben geben die Endstufen ihr wahres Highlight preis. Die Deckel der MA8.3 sind praktisch vollständig aus Acryl gefertigt, um dem Nutzer einen Blick ins Innere zu erlauben. Dort sind die großen Kondensatorbänke dann in das atmosphärische Licht zahlreicher blauer LEDs gehüllt. Außerdem fällt der Blick hier schnell auf die Doppeltrioden der Eingangsstufe, die erneut mit dezenter Beleuchtung in Szene gesetzt werden. Das Ovation Setup ist ein absolutes Highlight für Auge und Ohr. Hier gibt es von allem das Beste und davon nicht zu wenig. Mit dem Generationswechsel von 8.2 zu 8.3 wurde technisch sogar noch einmal ordentlich aufgerüstet, ohne dabei den beliebten klanglichen Charakter des Systems zu krass zu verändern. Bei Ovation SD 8.3 und MA 8.3 kommt einfach alles zusammen, was die Referenzklasse der deutschen Edelmanufaktur ausmacht. Wertigkeit, Langlebigkeit, Kraft und Performance. Noch mehr Details und alle Infos zum Klang von AVMs Top-of-the-Line-Kombi könnt ihr in meinem ausführlichen Praxistest auf unserer Homepage nachlesen. In der Beschreibung findet ihr den passenden Link. Außerdem würden wir gerne von euch wissen, was euch bei einem Referenzsystem am wichtigsten ist. Tolle Optik, mächtig Leistung oder etwas ganz anderes. Schreibt es uns einfach in den Kommentaren. Das war's dann mit dieser Ausgabe von Light Compact. Wenn euch dieser Überblick gefallen hat, vergesst bitte nicht auf den Like-Button zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren. Danke euch allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.